Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Let Edition. So, hier. Oh. Oh. So komme ich auch nicht weit. Oh, da bin ich auf der anderen Seite. Eiskacke. Das könnte aber wirklich gutes Geld geben, glaube ich. Ja, ich muss einfach auf das Plattform nichts drin. So. Oh, Scheiße. Ganz ehrlich, wie hier gelebt. Wo ist denn das? Upsala. Sigdis Gauldurson. Was? Scheiße. Ich muss den nächsten Namen mal gerade aufschreiben. Sigdis Gauldurson. So, das will ich nicht vergessen. Das wird ein schwerer und ein harter. Eigentlich alles. Ja. Aber der steht auf jeden Fall. Fußwälder, ja, das kennt man. Ich glaube. Ein Schuss und ich bin tot. Also der ist das ist so ein Kampf von so ein typischer Kampf, ja. Ich verstehe. Ja. Interessant. So, noch lebe ich. Nächste Runde. Das treffe ich nicht.
von Gauldurs Amulett. Ach, guck mal. Gauldurs Schwarzbogen. Pfeile, okay. Versiegelungsfarbe. Aha. Bücher. Die verbotene Legende. Gebunden seid ihr. Seid hier Sigdis, Mörder und Verräter. Flammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen seinen Namen und Taten in eurem Land eurer Väter. Und eure Magie. Unserem Schutz sauber weich. Oh, ich habe ein bisschen zu viel dabei. Da muss ich wahrscheinlich die Schwerter hier fallen lassen. Ja. Jetzt sind wir mein Herzen doch nicht. Ihr hättet mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und bin zu viele Risiken eingegangen. Aber genau darum geht es hier. So. Ich hoffe, hier ist dann irgendwo noch so eine Art Schatz. Aber schick der Ausbrecher, soll ich sagen, der sehr starke Magiker. Guck mal. Oh, Worte der Philosophie. Stein. Ist nicht zu schwer. Scheiße. Perle. Okay. Truhe. Rüstung der geringen Gesundheit. Geld. Großer Seelenstein. Hellsehen. Eine Ausdauer. Pilzruhe der frische Änderung. Ja, 10. Ja. Ich würde sagen, in Anführungszeichen nur 100 wert. Mit dem Pilzen wird. Das war also unsere Rundreise, okay. Ich verstehe. Sigdis Gauldurson. Aha, ein interessanter Gegner. Von Lüge, Trug und Fälschung. So. Ach ja, ja, nicht schön. Ein Häschen. Ein Häschen. Ich warte mal. Ja, hier soll doch. Ist das nicht? Nicht gerade zu früh. Ich glaube, ich bin zu früh. Scheiße, ich bin zu früh. 2 Stunden mehr. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Ja. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Ja. 6 Uhr morgens? Nee, auch nicht. Ich dachte, oh mein Gott, ist das schön da. Das sieht aus wie so ein wie heißt denn das nochmal? So eine Supernova. Mein Vater wollte, dass ich in seine Fußstapfen als Jäger trete. Aber ich hatte mir Ja, Ziele gesteckt. ja, Er hat sich nie darüber beklagt. Lieber dort noch eins. Schön. Schön. Was braucht ihr? Geld. Sternschnuppenhof. Das ist doch ein schöner Ort, oder? Habt ihr euch verlaufen?
Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Bobo, du hier mit 2 Chicas. Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis ganz nach oben schaffen könnte, ohne vor Erschöpfung zusammenzubrechen. Also 7000 Stufen könnte man doch schaffen, oder? Ja, Mutter. Ich weiß nicht, was hat der Grün da oben? Bestimmt auch so 1000, oder? Verschwindet einfach so Ihr schnell, seht ihr nicht könnt gut aus der aus. Stadt. Wie fühlt ihr euch? Nicht gut. Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Trockenes Gewitter. Natürlich, geht. Ich weiß, Alle aber Beine ich- machen das auch. Ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Ja. Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Die Frage ist dann nie gestellt in diesem Haus. Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kenne solche Menschen. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Soll ich sie den Wölfen zum Fraß vorwerfen? Ihr werft sie ja nicht den Wölfen vor. Sie will nur die Welt sehen. Genau wie ich in Könnt ihr ihrem mir Alter. irgendetwas Interessantes Was, wenn sie erzählen? sich entscheidet, Ivasta zu verlassen? Nein, ich kann diesen Gedanken nicht ertragen. Es muss ja so nicht aufregend mal sein, im von Traum Ort zu daran. Ort zu reisen. Oh. Habt ihr ein... Durchsuchen. Darf ich das? Also ich meine ja nur. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzt Scheinbar. und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es... Ja, wenn abtreiben. Geht bis zum 12. Lebensjahr. Ist schön. Ja, das Häuschen ist so ganz, aber. So, das ist so weit weg, Willemeier. Nicht, wieso nicht Willemeier Out? Das Can I will help ich. you? Agravi Ah, Wave. a fellow traveler. Have you come to Iverstead to climb the 10,000 steps? 10.000. Ich dachte 7. It's 7,000 steps worth. Yes, that's precisely why I've come. Nicht wirklich. It's unlike a Nord to not know how many steps there are. I happened to spawn this place by chance. Ha, you're right. My mistake. To be honest, it was more of a guess than anything. I never actually learned how many steps there are. In fact, I don't know much about the world outside Riften. Aber wenigstens ein ehrlicher Kauz. How long have you been away from home? 10 long years, Pilgrim. I left the city to deliver a letter, of all things, and I got a little lost along the way. Somehow, I don't think Paul Agnes is going to make it to the wedding. Und wann planst du zurückzukommen? When do you plan on returning? How come you never learned about the world outside? Naja, wann planst du jeweils zurückzukommen? Actually, I hope to make this my final detour. I've been told the city is just a stone's throw to the east. Of course, I've never had the best aim. Okay. How come you never learned about the world outside Riften? Wieso? Wieso weißt du nicht außerhalb von Riften? Also über die Welt davon. Simple. I grew up in an orphanage. Ja, okay. Never got what you would call a traditional education. Ja, das verstehe ich. It's the orphanage why you left Riften. Oder hast du so andere Gründe? Queer. Yes and no. I don't begrudge the place, but it did leave me a little green around the gills. Oh, I haven't been to the orphanage yet. You're more than green, fool. You're a practical foreigner. Nein, du bist kein Ausländer. As an orphan myself, I can sympathize. Ich war da nicht, also deswegen kann ich nicht mitreden. You thought met Glela the kind. Now that is a hag. Ach da. Although really, I mean that as a compliment. Ja. What is Gwella the king is a hag woven in her own right. This may sound odd, but I like Greylod. A tough love made me into the man I am today. Kannst du
mögen. That's an interesting take. There are orphans who want her dead. Literally. I too prefer teaching to discipline. Normalerweise ja, aber wir sind mal hier mehr auf der Seite der meisten Menschen. Oh, I've no doubt about that. You have to remember that these are children, and children take to discipline poorly. When I was little, there were many times I wanted to do Greylout harm. I even tried to bribe a guard into killing her by offering one of the orphan girls as payment. In the end, I am thankful the guard didn't turn me in right then. How foolish a child I was to think I could convince an adult to commit murder. Don't worry, I swear in Greylout's life she will be just fine. That was wrong of you, but what's done is done. That makes for a good story. Yeah. You're right. I've enjoyed our talk. May you craft your own stories as you continue your travels. Oh, das klang jetzt ein bisschen beleidigt. Can I help you? What have you learned in your travels? Solche Stunden? Was hast du gelernt? Kannst du es was abgeben? Well, I've mostly learned it's dangerous. There are more than beasts out there in the wilderness. Ever seen a hag raven? Bitches with faces like wrinkled potato skin. Are you saying fighting a hag raven is scary? Try being engaged to one. I appreciate the card, sir, but I can handle the perils of the war. I've got Nocturne's luck. I'll be alright. Beasts are weak. Arguments are weak. You're weak for thinking otherwise. Ja, ich finde die auch schrecklich. Ha! True enough. Some people have tongue sharper than any talent. You are talking about a Harrison, aren't you? Although I really shouldn't talk ill of hag ravens, whether they're man or beast. They are family after all. What do you mean by hag ravens being family? When I was a boy, the other children used to tease me because of my name. Said my mother was a hag raven queen. Prince Hag Raven, they used to call me. Little bastards can be cruel, but if they ever saw a real hag raven, they wouldn't be so quick to jest. Ich wollte mal gerade die anderen... Ach, ich habe gar nicht die anderen Gespräche gehabt. Okay. Any stories from your days in the orphanage? I prefer not to talk about those days. I appreciate the hard lessons Greylout taught me, yet I am in no hurry to revisit them. Don't worry, I swear. That doesn't raise my confidence, but I suppose we all have our own fate. Good luck, traveler. May all your adventures be worthy of song. Maybe. Any interesting stories from your travels? I have of you, if you'll indulge me. In my journeys to the north, for instance, I found a palace with domes painted like the night sky. There were towers that touched the stars overlooking oceans as blue as sapphire. Yet the true jewel lies in the pit of the city dungeon. Okay, was meinst du damit? Inside one of the cells is the most beautiful damsel you will ever lay your eyes upon, but her voice is dirty with pain. She had been beaten and tortured, yet through it all she faces those who greet her with dignity and pride. Yet I sense beneath her tough veneer that there was a twinge of sorrow, not for herself, but for those on the battlefield she cannot save. Okay. Did the female courier pass by here? Erst fragen, aber wir fragen es trotzdem. A female courier? Why yes. She was headed south to Honeystrand Cave. So. Oh. It seems she had a run-in with the bear and dropped her satchel. I told her to forget about it, but she was a stubborn lass. She left not too long ago. If you hurry, you can catch her. Ja, vielleicht leicht. Tell me another story from your star travels. I don't have a tale offhand, but I can tell you of how I learned to craft them. You see, early in my childhood, I had the dislike of names. They never really described anything. How do names fail to describe things? Well, take Riften for example. Does the name tell you about its people, its culture, its history? Okay. Does it describe the dampness of the air as it wafts in from the canals, or the leaves that roll down from the sky like autumn tears? Names do not make a city, and they do not make a man. Unless you're an Argonian, those names are often literal. True, but when we hear the word Riften, we picture everything else. Names are short because it's convenient.
Das mit den Agonen jetzt am besten. Not really. If my name was Blue Eyes, sure, it wouldn't be wrong, but it wouldn't tell you very much about me. I take it your desire to be descriptive is what help your craft stories. Yes, but wanting to and knowing how are two separate things. Yeah. When I was young, a beggar in the Ratways, a former explorer, used to tell me tales of his travels. Knowing my history, he always made an effort to be as descriptive as possible, to use his words like a painter uses a brush. So he taught you how to read and write. Neither. He taught me how to paint. Ach so. Ach, guck mal. Und noch eine Story. Sure thing, Fred. Let me tell you about my days as a brawler. It was sans dusk and I had spent my last coin on a bottle of cheap swill. I was still young and foolish then, and spent gold like a skiva eats cheese. To earn some money I took to brawling in the taverns. The gold barely paid for the healing potions I needed to cure my broken bones. Und how did you manage to earn enough for food and shelter? Wie hast du es gemacht? So viel Geld ausgeben zu können und dann auch genügend zu haben. Well, I bought so many potions the local alchemist took pity on me. She gave me a recipe on how to make new ones. Of course, idiot that I was, instead of learning how to make the potions, I sold the recipe. Then I went back to the tavern to brawl, and I lost it all to some big Nord cow. I was such a fool. Ich hätte dann ein Rezept für dich, das wäre mir 100 Gold wert. I once visited Rorikstead because I fancied the song about Ragnar. Strange to find a town named after a still living person, Rorik of Rorikstead. I guess that's why they call it All Rorikstead. Must have had another name, unless the song isn't as old as I think. Okay. Tell me that's a story. This isn't a story, but some information. Oh. To the west, at the source of a river, I found a marsh jutting out from the surface. If I knew how to swim, I'd see what's attached to it. Okay. Noch einer. Very well. I would tell you of the far west, where there are mountain peaks striped with rivers of stone. The air is thicker than a Jarl's waistline, and the wind rumbles like the breath of a dragon. I was lost in the clutches of night, with only the blood moon to guide me. That is, until I saw a fire, and a circle of tents tucked below the rock. Imagine my surprise when I approached the camp, and found 3 women in furs no larger than a hair's breadth, training their arrows at my throat. Was hast du getan? I froze. I was intoxicated by beauty and fear. I thought I'd surely be dead. I wondered if there was a better way to die. Then a voice came cutting through the silence. It said, "You can shoot him in the neck, but he won't bleed. The blood's all below the waist." And just like that, I was saved by peals of laughter, the heartiest of which came from the man who saved me, a man who called himself King. I did keine Storys mehr, das ist gut, die Folge ist nicht bald zu Ende. How's everything with you? Just fine. My belly is full of mead, and my heart is full of song. Na dann. Feeling a bit nostalgic. 10 long years I've been on this journey. I want to return to Riften, but at the same time, I don't want to see it end. I prefer not to talk about those days. I appreciate the hard lessons Gaylord, of course. She's strict, mean, and has little patience for noisy children. Everything a parent wants in a teacher. Naturally, I didn't always think so. When I was little, there were many times I wanted to do Gaylord harm. I even tried to bribe a guard into killing her by offering one of the orphan girls as payment. In the end, I am thankful the guard didn't turn me in right then. How foolish a child I was to think I could convince an adult to commit murder. Wer weiß. Farewell. Ich wollte eigentlich darüber mit dir reden. Good. My feet are sore from travel, but the pain is proof of life. Oh. Dann können wir jetzt kurz noch ein Video sehen und in der nächsten Folge. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.